Huyons brandneues HS610 ist eine echte Kampfansage an die Konkurrenz und hat alles Nötige mit an Bord, um der neue Platzhirsch unter den Grafiktablets bis 100 € zu werden. So liest sich beispielsweise die Liste der Funktionen wie der reinste Wunschzettel. Ich bin Daniel und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Doch mal der Reihe nach. Rein optisch kommt das HS610 mit seinem flachen und modernen Design, wie ich finde, sehr schick daher. Es ist relativ schlicht und sorgt mit seinen schönen Details für einen optisch sehr ansprechenden Gesamteindruck. Die Verarbeitung ist einwandfrei und so sitzen alle Tasten hervorragend und haben einen sehr angenehmen Druckpunkt. Leider wurde allerdings nur auf einen Micro-USB-Anschluss gesetzt, was aufgrund der dadurch vorgegebenen Laufrichtung des Kabels für Linkshänder nicht optimal ist. Ansonsten ist das Grafiktablet aber auch für Linkshänder problemlos verwendbar. Die Größe der aktiven Zeichenfläche beträgt in der Diagonale ca. 30 cm und ist somit zwischen DIN A5 und DIN A4, was das Gerät zu einem mittelgroßen Grafiktablet macht. Der Stift besitzt zwei bequem zu erreichende Tasten und liegt mit seiner Gummierung hervorragend in der Hand. Des Weiteren kommt er auch ganz ohne Batterien aus und muss daher nie aufgeladen werden. Das Schreibgefühl auf der leicht angerauten Oberfläche ist sehr angenehm. Ich persönlich bevorzuge zwar lieber sehr glatte Tablet-Oberflächen, bin jedoch auch mit dieser hier sehr gut ausgekommen. Es imitiert eben mehr das Schreibgefühl auf Papier als das Schreiben mit einem Stylus auf einem klassischen Tablet. Die größte Stärke des Tablets ist aber wohl der schon angesprochene enorm große Umfang an Funktionen. So kann das HS610 stolze 8192 Druckstufen unterscheiden und mit über 28 Hotkeys belegt werden. Neben der schon hohen Anzahl von 12 klassischen physischen Hotkeys verfügt das Tablet noch über 16 weitere Softkeys. Auch diese können frei mit Shortcuts belegt werden aber nicht mit dem Finger, sondern durch das Antippen mit dem Stift gedrückt. Als Highlight kommt das Touchquadrat aber noch oben drauf. Dieses lässt sich ebenfalls mit 3 beliebigen Funktionen belegen, zum Beispiel Pinselgröße kleiner größer, Kantenschärfe höher niedriger und Deckkraft höher niedriger. Durch den Button in der Mitte lassen sich die verschiedenen Funktionen des Wahlgrads durchswitchen. Im Alltag ist das einfach enorm praktisch und das Arbeiten wird so deutlich intuitiver. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse ist zudem, dass das Tablet erkennt, wie ihr den Stift haltet. So könnt ihr beispielsweise einstellen, dass der Stift sich anders verhalten soll, wenn ihr den Stift zum Beispiel flacher haltet. Was das Huion HS610 aber wirklich einzigartig macht, ist, dass es das bisher erste Grafiktablet ist, das nicht nur am PC verwendbar, sondern auch mit Android kompatibel ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt das Tablet auch ganz einfach an euer Android-Handy oder Tablet anschließen und dort mit Druckstufenerkennung zeichnen oder schreiben. Und das ohne vorher irgendeine App oder ähnliches installieren zu müssen. Plug and Play sozusagen. Demzufolge funktionieren hier aber auch keinerlei Hotkeys. Das Tablet erkennt aber automatisch, wenn ihr es mit einem Android-Gerät verbindet, und schaltet in einen speziellen Modus, bei dem die linke Hälfte eurem Mobile Screen entspricht. Die Software ist selbsterklärend und unkompliziert. Ihr habt die Möglichkeit, alle Tasten komplett frei zu belegen, könnt verschiedene Profile speichern und so in den verschiedenen Programmen andere Tastenbelegungen verwenden. Auch die Druckstufenempfindlichkeit lässt sich anpassen und die Ausrichtung des Tablets lässt sich frei konfigurieren. Im Übrigen ist die Software auch komplett auf Deutsch verfügbar und läuft bei mir bisher ohne einmal abzustürzen. Neben dem HS610 selbst befindet sich im Lieferumfang natürlich auch noch ein Verbindungskabel und der Zeichenstift samt Stifthalter. In diesem befinden sich auch nochmal auswechselbare Ersatzspitzen für den Stift. Je nachdem, was für ein Paket ihr kauft, werden auch noch weitere Ersatzspitzen, 2 Handyadapter und ein Anti-Fouling-Handschuh mitgeliefert. Unterm Strich lässt dieses Tablet keine Wünsche offen und ich hätte diesen enorm großen Funktionsumfang zu diesem Preis nie für möglich gehalten. Alles funktioniert wie es soll und ich wüsste nicht, was gegen dieses Tablet sprechen sollte. Der Preis macht es auch für Einsteiger interessant und die hohe Anzahl an Druckstufen, die enorm vielen Hotkeys und nicht zuletzt das Einstellrad sollten auch erfahrene Grafiktablet-Nutzer mehr als zufriedenstellen. Hinzu kommt noch das moderne und schmale Design. Also ja, wenn man nach einem Grafiktablet in dieser Größe mit leicht angerauter Zeichenfläche sucht, wüsste ich nicht, warum man nicht zu diesem hier greifen sollte. Es ist wohl das kompletteste Grafiktablet, das ich bisher getestet habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn ihr euch noch für andere Grafiktablets in dieser Preisklasse interessiert, könnte euch dieses Video hier noch gefallen. Dort vergleiche ich 4 andere Grafiktablets miteinander. Ansonsten würde ich mich noch über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mir hier auch gerne noch ein Abo dalassen. Dann bis zu einem meiner nächsten Videos, macht's gut und Servus.